Dinge zu manifestieren. Es gibt eben auch, wo du schreibst, dass man mit Affirmationen halt Dinge manifestieren kann, Schritt für Schritt, oder dass das hilfreich ist, Ja. so würde ich mal sagen. Ja. Das Ganze unterstützt. Also arbeiten muss man schon dafür. Das bringt dir nichts anderes zurück. Ja. Auch wenn man das eben, wenn man etwas schafft, was für die Allgemeinheit wirklich positiv ist, ist das natürlich das ist auch für sich selber positiv, was Ja. du für die Allgemeinheit tust, ist ja auch positiv für dich. Ja, denn wenn man jetzt, sagen wir mal, kriminell halt viel Geld verdient, ist das, worauf du nie stolz sein kannst, beziehungsweise du tust Schlechtes gegenüber von der Masse, von der Allgemeinheit, du tust aber auch Schlechtes gegenüber dich selber. Ja. Dann was du Schlechtes machst, tust du für dich selber schlecht machen und für die Allgemeinheit schlecht machen. Was du aber gut machst für die Allgemeinheit, machst du auch gut für dich. Alleine dein Denken, deine Gefühle, deine Emotionen. Ja, genau. Die können positiv, negativ wirken, je nachdem, was da bei dir positiv ist oder negativ ist. Und negativ kommt oder positiv kommt. Ja, wenn ich was Konstruktives oder Positives geschaffen habe, kann ich da halt mit Genugtuung auch drauf schauen. Und auch immer wieder. Ja. Und wenn du negativ machst, dann hast du dauernd, entweder hast du schlechtes Gewissen oder wirst mit Bösem konfrontiert und so weiter und so fort. Wirst weggestoßen oder weiss Teufel was. Ja. Wirst missachtet oder sonst irgendetwas. Ja. Wenn du Negatives machst, wirst du missachtet. Wenn du Positives machst, wirst du beachtet. Ja, bei dir kommt das halt nur mit Verzögerung. Aber es gibt schon viele Leute, die es lesen, ne? Und viele, die Friedensmeditation machen. Wo froh sind, dass sie etwas lernen können, wo es ihnen besser geht und so weiter und so fort. Sie haben bessere Gedanken, sie haben ein besseres Gefühl, sie haben bessere Emotionen, der Kreislauf läuft richtig. Ja. Oder? Ja. Und ein grosser Teil tut halt nicht denken. Sie tun das nur glauben, was ihnen hergerührt wird. Sie tun nicht denken, nicht selber denken, sondern sie lassen denken durch die anderen, die den blödsinnigen Glauben verrichten. Ja, dieser Schaden des Glaubens, der wird mir immer nach und nach immer mehr bewusst. Das durchzieht einfach alle Facetten der Gesellschaft. Genau. Und alle Aktivitäten. Also das Geldsystem ist ja auch ein Glaubenssystem. Ja. Wenn die Leute eine neue Währung nicht akzeptieren, dann funktioniert das nicht. Sie glauben an diese neue Währung. Es ist so viel mit Glauben verbunden. Ja. Ganzen Verschwörungstheorien, das ist alles Glaube. Ne? Ja. Das ist so wie der Quetzal ausgebracht hat und der Orleon mit seinen Leuten, oder? Die haben jahrelang jetzt daran geschaffen und es ist genau wieder um das. Es ist eine Verschwörungstheorie, die gegen mich geschaffen hat, wo eine Gruppe heute noch existiert mit 14 Leuten, die mit dieser Verschwörungstheorie leben. Ja, das wird dann auch immer mehr Teil von denen. Ja. Wenn die da Jahre und Jahrzehnte lang so denken und... Ja. Es ist praktisch vererbt worden. Ja, ist es schon. Oder? Das geht ja schon 80 Jahre jetzt so. Ja. Ja, 90. Ja, 90, ja. Und kannst du nachlesen im Kontaktbericht. Ja. Da langst du am Kopf. Ja, da kommen wir nämlich haben, ich sag das jetzt, was die rausgebracht haben. Die haben Polizisten, Heimleiter,
Gemeindebeamte, Richter bestochen mit Schmiergeldern, um gegen mich vorzugehen, schon seit ich Bub bin. Mhm. Ja. Die haben die Sekten, also die, wo ausgesucht worden sind oder gewählt worden sind von der Horatin, die ist grundlegend, die Frau Horat, wie sie geheißen hat, ist grundlegend das, was alles angereist hat. Mhm. Und Mitglieder von dieser Sekte auf ihre Seite gebracht hat, wo nachher Schmiergelder gezahlt haben an diejenigen, dass mich zur Sau machen und gar haben wollen umbringen und heute noch wollen. Mhm. Oder? Das kannst du alles nachlesen, was sie herausgefunden haben. Ja, Und da haben sie, der Orleon und, glaube 2 oder 3 Leute haben geschaffen an dem, Rückreisen gemacht und haben alles abgeklärt. Das ist Aschgrau. Aschgrau. Ja. Ja, und es reicht da schon eine Person, die dann andere mit reinreißt. Ja. Und Ja, die sind der hörig geworden. Und, Ja. Oder? Und da hat sich, auch wenn die anderen gestorben sind, hat sich das übertragen auf weitere, oder? Wo das weitergeführt haben. Oder, ja. und heute noch so ist. Ja. Leider. Und dass auch in Wirklichkeit viel mehr bestochen wird, als die Leute sich das nur vorstellen können. Ja. Also. Ja, eben, der Quetzal hat geredet von Bestechungsgeldern. Ja. Ja, hat gesagt, ja, wir sagen halt Schmiergelder. Ja. Ja. Ja, dass die Polizei organisierte Kriminalität duldet. Ja. Das. Ja, und was hat er jetzt gesagt? 1,7 Millionen und irgendetwas haben die zusammengelegt. Das sind alles Reiche gewesen, wo die Frau Horat zusammengramisiert hat. Das sind Reiche gewesen. Ja. Und die haben das finanziert. 1,7 Millionen und irgendetwas. Ja. Wo dann die Schmiergelder gezahlt worden sind bis im 1973. Ja, und das ist auch in allen Bereichen der Gesellschaft, ob das jetzt Ärzte mit Geschenken der pharmazeutischen Industrie sind und Urlaubsreisen oder ähnliches. Ne, das ist auch alles Bestechung. Ja. Ne? Ja. Oder Politiker. Ja. John Perkins hat da ein sehr gutes Buch geschrieben. Confessions of a Economic Hitman. Und der hat indirekt, der hat für eine Privatfirma gearbeitet, aber die hat für die NSA gearbeitet. Und ich glaube, die gleiche Firma, für die auch Edward Snowden gearbeitet hat. Bruce Hamilton. Und kann aber auch eine andere Firma gewesen sein. Aber so funktioniert das, dass die Geheimdienste gar nicht direkt selbst das durchführen, sondern sie lassen das von anderen durchführen. Und er wurde da von einer Frau, hat er beschrieben, im Grunde herangezogen und nach eingeführt, wie er andere Staatsoberhäupter besticht und ihnen klar macht, so, du kannst dir jetzt diesen Koffer Geld nehmen oder wir haben hier eine Kugel mit deinem Namen drauf. Ja, ja. Also so direkt hat er es dann nicht gesagt, aber das war dann schon klar. Ja, natürlich. Die verstehen das dann schon. Hinter dem Wort steht dann die Wirklichkeit. Ja, oder? ja. Und genau das ist das, was sie jetzt rausgebracht haben nach Jahren. Die haben seit Jahren haben sie diese Sachen angeforscht und haben jetzt das Ergebnis offenbar gebracht. Ja. Und da sieht man, das geht also bis auf die höchsten Ebenen und das ist also und das will das Volk nicht wahrhaben, ist gleichgültig und verantwortungslos, lässt einfach alles machen. Ja. Und das ist nicht nur in Bananenrepubliken so, das ist auch in allen Ländern. Ja, ist das auch so. da in der Schweiz. Ja. Das ist nicht besser. Ja, genau. Ja. Kommen wir zurück zum Talmud Emanuel. Ja. Und zwar kommen wir nämlich jetzt hier, das ist Seite 30.
da wollte ich kurz was vorlesen, und zwar kommen wir genau auf dieses Thema jetzt. Ich lese kurz vor. 8. Satz. Da das Herodes Antipas hörete, erschreckete er und mit ihm das ganze Volk, der Hohepriester und die Schriftgelehrten und also die Sadduzäer und Pharisäer in Jerusalem, denn sie ängstigten, dass das neugeborene Kind greuliche Macht ausübet. Herodes Antipas lassete versammeln alle Schriftengelehrten unter dem Volke und den Hohepriester und erforschete von ihnen, wo Emanuel solle geboren sein. Und sie sagten zu ihm zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht es geschrieben durch den Propheten Micha. Und du, Bethlehem, im Lande der Gottgläubigen, seist mitnichten die kleinste unter den Städten in Juda. Aus dir nämlich geht hervor der Weisheitskönig, der großes Wissen zum Volke der Gottgläubigen bringet, auf das es auffasset, also lernt, und es die Wahrheit um die Schöpfung und ihre Gesetze und Gebote ehrwürdige. Da berufete Herodes Antipas die 4 Weisen heimlich zu sich und erkundete mit Fleiße von ihnen, wann und wo das helle Licht mit dem langen Schweife, in Klammern plejarische Strahlschiff, am Himmel erscheinet ward, und sie sageten es ihm. Also sendete er sie nach Bethlehem und sprechete, ziehet hin und forschet fleißig nach dem Kindelein, und wenn ihr es gefindet habet, so saget mir es wieder, dass auch ich gehe und es anbete. Ja, und dann sind sie natürlich nicht zurückgekommen, weil sie gewarnt wurden. Ja. Aber auch da geht's schon los. Warum, da fragst du dich, das ist wieder der reine Antilogos, weil warum, wenn vom Propheten Micha dieses Kind angekündigt wurde, als ein positives Ereignis, also sehr, sehr, was man willkommen heißen sollte, ist er nur um seine Macht besorgt, dass er die verlieren könnte. Genau. Das zeigt doch schon, dass sie der Antilogos sind. Das ist durchwachsen durch alle Zeiten, wo da auf der Erde einige Sachen passiert sind, immer das Gleiche gewesen, bis heute. Ja. Und es wird so weitergehen. Ja. Aber ja, und das eben auch schon bei Emanuel und auch bei den anderen, die vorher kamen. Ja, und es ist jetzt genau gleich, wenn du schaust beim Netanyahu, beim Zelensky, beim Putin, beim Trump, und es ist genau dasselbe. Ja. Es hat sich rein gar nichts geändert. Ja. Obwohl gelehrt worden ist, es muss so und so sein, es soll ein rechtes Zusammenleben sein, es soll ein friedliches Zusammenleben sein und so weiter und so fort. In Ehrlichkeit, es wird nicht gemacht. Es ist alles nur scheinbar. Ja. Oder? Wir haben nie, auch in der Schweiz haben wir keinen Frieden. Es ist nur scheinbarer Frieden. Das Volk wird unterjocht, das Volk muss Steuern zahlen, dass es liegen wird tut, dass sie die Armee aufbauen können, oder? Dass sie zuschlagen, wenn irgendetwas ist. Es muss nicht unbedingt Krieg sein. Einfach das Militär schicken, Tote machen und Zerstörungen und so weiter und so fort. Oder? Ja. Und dann musst du dich nicht wundern, dass Menschen durchdrehen, das und dieses und jenes machen, die Behörden auch das Gleiche machen, wie die jetzt in Amerika. Da sind sie da in einer Mormonenkirche und haben wieder 4 erschossen, oder? Und nachher die Mormonenkirche angezündet. Ein Flammenwerk, oder? Die Polizei kommt und verschießt denjenigen, der die anderen verschossen hat, und so weiter und so fort. Das ist das, was sie jetzt wieder bereitstellen in den Nachrichten. Der heutigen. Ja. Oder? Und so passiert es auf jeder Art und Weise, in jedem Land, in jedem Staat, genau gleich. Nur immer ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Aber es ist praktisch genau dasselbe. Ja,
Das sind alles Es immer wird- nur falsche Versprechungen. Ja, weißt du, es wird nach Rache, nach Vergeltung und so weiter wird gehetzt und getrachtet und weiss ich was alles, oder nur nicht auf die Art und Weise. Ja, wir schauen, dass wir jetzt das können aufheben und auf eine Art und Weise, wo es keine Tote, wo es keinen Streit, keine Rache und keine Vergeltung gibt und so weiter und so fort. Es kommt sofort aber, was auch immer passieren tut, es kommt sofort der Gedanke auf von Rache und Vergeltung. Für was? Rache und Vergeltung schafft nur Hass und Streit und schlussendlich wieder Krieg und Tote und Zerstörungen und so weiter und so fort. Ja. Ja, das ist ein Kreislauf, wo die Menschen nicht unterbrechen. Haust einem eins an die Ohren her, da heisst sofort so wie du mir, so ich dir. Oder? Also, Rache. Ja, auch. Wenn du einem eins haust, dann haut der einfach retour. Es ist auch so schwer. Es gibt, selbst wenn jemand als gutes Beispiel vorangehen will, dann kriegt der halt überhaupt keinen. Kriegt Reis auf der Ja, er wird gar nicht mehr gefragt. Also die Medien ignorieren Ja, solche Leute, die dann, Ja. manchmal kommt es dann vor, dass einer irgendwo in irgendeiner Talkshow vielleicht mal da sitzt und die Wahrheit spricht. Ja, der wird nie wieder eingeladen. Ja, ne? genau. Da, So ist es. dann, Wenn du etwas gut machst oder die Wahrheit sagst oder sonst irgendetwas in diesem Rahmen rein, du machst es einfach richtig, wirst du gestraft dafür. ja. Das ist das. Und um das kommst du nicht um. Dann kannst du dauernd gewärtigen, dass du plötzlich eins auf den Rüssel kriegst oder zu Tod geschlagen wirst oder sonst ermordet wirst oder sonst... es geht nicht anders auf dieser Welt. Nur Gewalt, Gewalt, Gewalt. Mhm. Ja, Probleme werden immer nur durch Gewalt gelöst, auch im Fernsehen. Ne? Ja, Gewalt ist immer die Lösung. Ne? natürlich. Anstatt miteinander zu reden und eine Konfliktlösung. Stell dir mal vor, Michael, ich bin jetzt 89 dann. Oktober jetzt. Ja, im Februar. In 4 Monaten. Plus. 89 Jahre, ich bin meiner Lebtung noch nie wütend gewesen. Noch nie zornig gewesen. Habe noch nie Rache geübt. Kommt mir gar nicht in den Sinn. Auch wenn ich umbrülle, weißt du, kannst umbrüllen, weil es einfach notwendig ist, oder? Dass begriffen wird, dass es ist der und der Weg zu machen, man muss das und das erledigen und so weiter. Du kannst brüllen wie ein Ochs, aber du musst nicht wütig sein dagegen. Du musst nicht zornig werden dagegen. Oder du musst gar nicht streiten. Das kann ich gar nicht streiten. Aber umbrüllen kann ich, weißt du. Ja, das hast du schon gehört. Wie ein Mummi, weißt ich kann brüllen. Ich kann alles überbrüllen, oder? Weißt du. Ja. Aber es ist mir noch nie in sich gekommen, dass ich könnte streiten wegen dem oder wütig oder zornig werden. Mhm. Ja, du hast deine Gefühle da sehr unter Kontrolle. Und deine Gedanken. Ja, weißt du, das findet da oben statt. Ja. Auch wenn ein Mensch wütig wird, dann findet es da oben statt. Ja. Das ist nicht nötig. Ja, Einfach umeinander brüllen, weil es notwendig ist, fertig, aus, Schluss, und damit hat sie sich aber. Ja, ist auch bei dir so. Dann ist die Sache auch für dich dann gegessen. Das ist nachher erledigt. Ja, das ist sehr angenehm. Ja. Ja, da könnt ihr nicht sagen, also wenn ich da wütend werde, dann werde ich halt auch wütend.
Da habe ich mich nicht so unter Kontrolle, dass ich das sagen ist kann, die oh, Regel beim Mensch. Das ist die Regel beim Mensch, oder? ja. Und weißt, wenn er dann wütig ist oder zornig, sogar zornig wird, dann kommt in der Regel Gewalt zum Ausdruck, oder? Da fangen sie an zu schlägeln, da fangen sie an zu streiten und so weiter und so fort, oder? Mhm. Und das ist einfach beim Mensch, beim Erdenmensch sehr weg und ja, das kannst du nicht einfach so beheben. Und da schaue ich schon seit kleinem, weißt du, seit kleinem Bub schaue ich schon. Weißt du, mein Vater, von dem hast du nie ein böses Wort gehört. Mhm. Das hat mir schon als so klein hat mir das Eindruck gemacht. Mhm. Mutter auch nicht. Sie hat reingeschlagen. Sie hat sich nicht in die Finger gehabt, Mutter. Mhm. Sie hat wirklich reingeschlagen. Aber Streit, das hat es eigentlich nicht gegeben. Zwischen deinen Eltern Ja. hat es keinen Streit gegeben? Nein, nein. Und mein Vater, ich habe ihn nie anders kennengelernt, so alt, als er geworden ist. Ich habe nie gehört, einfach nicht einmal ein böses Wort. Mhm. Er hat auch nicht umeinander gebrüllt. Er hat einfach die Sachen so genommen, wie es gekommen sind. Er hat es einfach ablaufen lassen. Er hat das ein Leben lang so gehalten. Ja. Und Ja, dann das Vater, der hat mir das noch beigebracht. Niemals Rache üben, niemals Vergeltung üben, niemals zornig werden, niemals Wut, niemals Gewalt anwenden. Oder? Und sehr weg bin ich dann halt aufgewachsen und habe nie etwas unternommen dagegen. Wo man mir halt auf den Schwanz trampen ist. Ich ha versucht, einfach mich zu rechtfertigen, oder? Aber das hat leider nicht genützt. Dich rechtfertigen, das bringt beim Erdenmenschen nichts. Ja, wenn man friedlich bleibt, dann können solche Leute, das so mein Denken jedenfalls, das ist eine Frage der Zeit, bis sich die Wege trennen. Also die können nicht in deiner Gegenwart bleiben. Ja, genau. Das ist eine subtile Energie, die wird einfach sie aus deinem Leben rausschwemmen. Also entweder wird jemand anders kommen und sie wegbeordern oder man lässt dich gehen oder was auch immer. Ja, stell dir mal vor, ich war 32 Jahre geheiratet. Die Frau, sie hat Kinder sichert, also geschlagen, oder? Böse Wort, hat immer streiten wollen und das ist sie halt bei mir abgebrannt. Ich bin jetzt dann 50 Jahre, Sevi und ich sind 50 Jahre zusammen jetzt dann. Wir haben noch nie einen Streit gehabt miteinander. Klar, wenn wir reden miteinander, einmal geht's einfach flach oder dann ein bisschen lauter und so weiter und so fort. Aber streiten, das kennen wir nicht. Ja, ihr seid, wie soll ich sagen, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ja, ihr seid beide selbstbewusst. Ja? Und dann, wenn man dann manchmal anderer Meinung ist oder so, oder eben anderer Auffassung, dann kann das halt mal auch, wird das auch manchmal vielleicht ein bisschen lautstärker zum Ausdruck gebracht, aber das stimmt, ich habe euch nicht streiten sehen. Dann einfach ein bisschen lauter wirst als normalerweise. Ja. Aber streiten miteinander, das kennen wir auch nicht. Ja. Ja. Oder dass sie mal wütig wird oder ich wütig werde und so. Das gibt's nicht. Ja. Ja, und
da können dann andere nicht existieren. Ja. So, also das war dann, konnte nur auseinandergehen dann. Ja. Und Calliope ist ja von sich aus auch gegangen. Ja, Sie hat ja die Scheidung eingereicht. Naja, ich habe ja gesagt, wo Sevi auftaucht ist. Weißt du, Sevi ist genau das Gegenteil von der Bobby gewesen. Ja. Gell? Da habe ich ihr eines Tages gesagt, schau mal, es ist so und so, ich lasse mich jetzt scheiden, oder? Mhm. Und habe es aber nie gemacht. Oder? Ja. Sie ist dann abgehauen, oder? Von mir selber. Und ist abgehauen. Jetzt kommt es mir, Boller heisst die, Boller. Dann ist sie abgehauen und hat dann einen Schaden angerichtet in Turbetal bei der Firma, die da Häuser hat, und Boller haben die geheissen. Weisst du, die Fabriken haben da im Turbetal. 20.000 Franken Schaden angerichtet, innerhalb von einem Monat in einer neuen Wohnung rein. Und dann ist Frau Boller, das ist die Inhaberin, also mit ihrem Mann zusammen, von dem Konzern oder was es ist. Und hat dann eben, ob ich dann die 20.000 Franken zahle, oder die Schaden, die sie angerichtet hat, dort in dieser neuen Wohnung rein. Ich habe gesagt, mach es nicht, oder? Ja. Sie hat dann das begriffen und gesagt, ja, ich verstehe das, oder ich gehe auf sie los. Nein. Entschuldige, du Eben auf Bobby los, 20.000 Franken dann zahlen für den Schaden, den sie angerichtet haben. Ja. Wohnung rein. Wenn sie es angerichtet hat, ist sie auch verantwortlich dafür. Ja. So. Ja, und die Frau Boller ist dann gekommen und hat mir eben gesagt, was Bobby alles kaputt gemacht hat in dieser Wohnung. Eine neue Wohnung ist noch nie bezogen gewesen, noch nie jemand anderes drin gewohnt. In einem Monat hat 20.000 Franken Schaden angerichtet. Das ist richtig Arbeit, 20.000 Schaden anzuregen. Muss ja was überschwemmen oder so. Nein, Nägel eingeschlagen in der Wohnung. Na. Ja. Versucht, Nägel einzuschlagen und weisst, und der Verbotz kaputt gemacht und so weiter und so fort. Ja. Ich danke dir.